Bom dia, good morning, hello. Guten Morgen, hallo. How are you guys doing today? Hopefully really, really well. Wie geht es euch heute? Hoffentlich sehr gut. Now remember, Erinnere dich. intimacy with God is not really hard. Just choose to love Him every day. Intimität mit Gott ist nicht wirklich schwer. Entscheide dich einfach, ihn jeden Tag zu lieben. Now let's go to verse 4 in chapter 8. Gehen wir nun zu Vers 4 in Kapitel 8. Isn't it interesting that Paul starts the whole thing to talk about the idols, but then he actually goes back and talks about love? Ist es nicht interessant, dass Paulus damit beginnt, über Götzen zu sprechen, aber dann geht er wieder zurück und spricht über die Liebe? Isn't it interesting? He did the same thing with the gifts. Ist es nicht interessant, dass er dasselbe mit den Gaben gemacht hat? Just here, he didn't put in a whole bunch of verses like the chapter 13, but he still put in the same truth. Nur hat er hier nicht eine ganze Reihe von Versen wie in Kapitel 13 eingefügt, aber er spricht trotzdem über die gleiche Wahrheit. Basically tell you, you can have all the right theology about this sacrifice to idols. If you haven't loved, you're just proud and arrogant. Im Grunde genommen sagt er ihnen damit, ihr könnt Unmengen an richtiger Theologie über Götzenopfer haben. Wenn ihr nicht geliebt habt, seid ihr nur stolz und arrogant. And you don't even intimately know God. Und habt keine Intimität mit Gott. Now, let's go to verse 4. Nun zu Vers 4. Concerning food sacrificed as offerings to idols, was Opferfleisch betrifft, das Götzen geweiht wurde, we all know that an idol is nothing, for there is no God but one. So wissen wir alle, dass ein Götze nichts ist, denn es gibt nur einen Gott. Ooh, I like that. Das gefällt mir. Tell that to all the people who believe the devil is here, the devil is here, the 3 demons are here, 3 demons are there. Erzähl das all den Leuten, die glauben, der Teufel ist hier, der Teufel ist dort, 3 Dämonen sind hier, 3 Dämonen sind dort. So, I used to be one of those too. Ich war auch mal so einer. I used to be all sorts of things in my life. Ich war alles Mögliche in meinem Leben. I tell you what, I said to Daniel, if you truly want to understand grace, just look at me. Ich erzähle dir etwas. Ich sagte zu Daniel, wenn du Gnade wirklich verstehen möchtest, dann schau mich an. You actually need no other proof that grace is real. Just look at my life. Du brauchst eigentlich keinen weiteren Beweis dafür, dass es Gnade wirklich gibt. Sieh dir einfach mein Leben an. If it wouldn't be for the grace of God, I don't even know where I would be today and what I would do. Ohne die Gnade Gottes wüsste ich wirklich nicht, wo ich heute wäre und was ich tun würde. So basically, Paul is saying, don't worry about idol here, idol there, demon here, demon there. There's only one God. Im Grunde, sagt Paulus, kümmert euch nicht um Götzen hier, Götzen dort, ein Dämon hier, ein Dämon dort. Es gibt nur einen Gott. Verse 5, although there may be so-called gods in this world, and in heaven there may be many gods, Lord and masters. Vers 5. Auch wenn es in dieser Welt viele sogenannte Götter gibt und im Himmel viele Götter, Herren und Meister. Now remember, vergiss nicht, he's talking to a culture called Corinth. Er spricht zu einer Kultur namens Korinth. When I went to India to minister there, als ich nach Indien ging, um dort zu dienen, it was a really interesting experience. War das wirklich eine interessante Erfahrung. Because I asked him not to put me into a hotel. Ich hatte gebeten, mich nicht in einem Hotel unterzubringen. So I stayed in the house of one of the Christian leaders there. Also wohnte ich im Haus eines der christlichen Leiter dort. I was teaching at a Bible school. Ich unterrichtete an einer Bibelschule. And I was constantly interacting with the Indians and the Indian cultures. Und hatte ständig mit den Indern und der indischen Kultur zu tun. Now, I have a little personal thing of mine that is sometimes very difficult for Debbie to handle. Da gibt es eine kleine persönliche Sache, die für Debbie manchmal sehr schwierig zu handhaben ist. If I walk into a house and people say to me, just feel at home here. Wenn ich ein Haus betrete und die Menschen mir sagen, ich solle mich wie zu Hause fühlen, I do. Dann tue ich das. I touch whatever I want to touch. I look at wherever I want to look. I open every door I want to open. Ich berühre alles, was ich berühren möchte. Ich schaue mir alles an, was ich möchte. Ich öffne jede Tür, die ich möchte. I go into the kitchen. I open all the lids to see what's cooking on the stove. Ich gehe in die Küche. Ich öffne alle Deckel, um zu sehen, was auf dem Herd kocht. And Debbie says, you can't do that. That's rude. I said, well, they asked me to feel at home. Und Debbie sagt, das kannst du nicht machen, das ist unhöflich. Ich sage, na ja, ich soll mich wie zu Hause fühlen. At home, I open the lids of the pots and see what you're cooking. Zu Hause schaue ich unter die Deckel der Töpfe, um zu sehen, was du kochst. But these people said to me, whenever you walk into somebody's house, do not touch a
thing. Aber die Leute sagten dort zu mir, wenn du das Haus von jemandem betrittst, darfst du ja nichts anfassen. Because absolutely everything could be one of their gods. Denn absolut alles könnte einer ihrer Götter sein. I said, what? Everything could be a god? Ich sagte, was? Alles könnte ein Gott sein? They said, yes. Sie sagten, ja. They said the stone could be their god, this flower could be their god. Der Stein könnte ihr Gott sein, diese Blume könnte ihr Gott sein. Supposedly in Hinduism, there are about 330 million gods. Vermutlich gibt es im Hinduismus etwa 330 Millionen Götter. So everything is a god. Alles ist ein Gott. But look, many Christians, they have the same idea, although they are not Hindus. Schau, viele Christen haben die gleiche Idee, obwohl sie keine Hindus sind. They've made for themselves a whole lot of gods and they think everything is a demon or a devil. Sie machen sich eine ganze Menge Götter und denken, alles sei ein Dämon oder ein Teufel. You see, these people in Corinth who were not Christians, they didn't call them demons, they called them gods. Diese Leute in Korinth, die keine Christen waren, nannten sie nicht Dämonen, sondern Götter. So what Paul is saying, guys, about all of this stuff, there's only one God, he's our true God, so all the other stuff is not God. Was Paulus also sagt ist, Leute, was all das angeht, es gibt nur einen Gott und er ist unser wahrer Gott. Alles andere ist also nicht Gott. So even on earth, in heaven, wherever it may be where they call them gods, they are not. Egal ob auf der Erde, im Himmel oder wo auch immer sie Götter genannt werden, sie sind es nicht. Look at verse 6. Schau dir Vers 6 an. Yet for us there is only one God, the Father. Doch für uns gibt es nur einen Gott, den Vater. Out of him is all things in our lives are lived for him. Von ihm geht alles aus und wir leben für ihn. So everything centers on God, our Father in heaven. Alles dreht sich also um Gott, unseren Vater im Himmel. So what Paul is saying, why don't you put your focus on the only true God, our Father in heaven, and worry about all the other things that people call gods? Was Paulus sagt ist, warum konzentriert ihr euch nicht auf den einzig wahren Gott, unseren Vater im Himmel, und kümmert euch weniger um all die anderen Dinge, die die Menschen Götter nennen? If you watch this movie, the demons are gonna get you. Ach, wenn du dir diesen Film anschaust, werden dich die Dämonen holen. Because they dedicated this movie already to the Satan. Denn sie haben diesen Film bereits dem Satan gewidmet. Look, do I believe that some movies are very dangerous to watch? Denke ich, dass es sehr gefährlich ist, sich manche Filme anzusehen? Sure they are. Sicher, das sind sie. Because they are attacking your heart and trying to mess with your heart, not because the devil can do something through the movie. Denn sie greifen dein Herz an und versuchen dein Herz zu verwirren, nicht weil der Teufel durch den Film etwas tun kann. If you focus on the devil, you're gonna spend all your life looking at the wrong thing and focusing on the wrong thing. Wenn du dich auf den Teufel konzentrierst, wirst du dein ganzes Leben damit verbringen, auf die falschen Dinge zu schauen und dich auf die falschen Dinge zu konzentrieren. And it takes away your focus from the only true God. Das wiederum lenkt deine Aufmerksamkeit vom einzig wahren Gott ab. Tomorrow we continue with this verse. Morgen machen wir mit diesem Vers weiter.